Hier in Blankenese in der Richard-Demel-Straße 1 liegt ein Stolperstein für Ida Demel. Am gleichen Ort befindet sich auch das Demel-Haus, der Sitz der Demel-Stiftung. Doch wer war eigentlich Ida Demel? Ida Demel war eine Kunstfreundin, Kunstförderin, Künstlerin. Sie war Frauenrechtlerin, sie war die Partnerin eines zu ihrer Zeit sehr berühmten Dichters. Sie war aber auch Tochter, Mutter, Schwester. Und was sie wirklich besonders macht, ist, sie wollte in ihrem Leben etwas erreichen, das größer ist als sie selbst, so hat sie gesagt. Und hat dann versucht, sich mit anderen zu verbünden, hat Vereinigungen gegründet und mit vereinten Kräften dann ist sie für ihre Ziele eingetreten, ist durchs ganze Land gereist, um Menschen für ihre Ideen zu begeistern, und sie hat mit ihrem Lebenswerk auch etwas für die Zukunft hinterlassen, so wie sie sich das vorgenommen hatte. Ida Demel hat sich in der Kunst besonders engagiert, da gehörte ihre Leidenschaft der Literatur, und sie hat also Schriftsteller, Schriftstellerinnen gefördert, hat Kontakte vermittelt, Verlage vermittelt. Sie war geschätzt aufgrund ihres Urteils, und sie hat sich aber auch für Frauen sehr eingesetzt. Wie ihre Schwester Alice Bensheimer hat sie 20 Jahre lang für das Frauenwahlrecht gekämpft. Muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich eine lange Zeit, bis sie selber zum ersten Mal wählen durfte. Und sie hat sich auch sozial engagiert, hat Wohltätigkeitsveranstaltungen organisiert, Spenden gesammelt, hat sich während des Ersten Weltkrieges um die Versorgung von Witwen und Waisen gekümmert, sich hier in Hamburg bei der Organisation der sozialen Arbeit eingesetzt und war auch ein bisschen politisch aktiv. Wenn man die Briefe von Ida und Richard Demel liest, dann hat man den Eindruck, dass die beiden sich füreinander bestimmt fühlten und intellektuell auf Augenhöhe waren, also auch partnerschaftlich gearbeitet haben. Sie hat ihn in vielen seiner Tätigkeiten unterstützt. Die beiden haben ja auch ein großes Künstlernetzwerk um sich herum geschart, das sie gepflegt hat und belebt hat. Und neben ihrer vielen eigenen Tätigkeiten war sie ganz entscheidend auch für den Nachruhm Richard Demels, denn sie hat ein großes Archiv aufgebaut. Er schrieb Gedichte und wie wild Briefe, und sie hat das alles geordnet und für die Universität Hamburg, wo es heute ist, gesammelt. Die Demel-Haus-Stiftung ist gegründet worden, um dem Demel-Haus eine Zukunft zu geben. Das stand ja zuletzt leer und war sehr verwahrlost und verfallen. Und 2013 ist es dann gelungen, an Richard Demels 150. Geburtstag eine Trägerstiftung ins Leben zu rufen, in die das Haus übertragen wurde und die die Aufgabe hat, es herzurichten, zu erhalten, zugänglich zu machen und aus dem Lebenswerk von Richard und Ida Demel zu erzählen. Ida Demels Leben hat sich mit der sogenannten Machtübernahme eigentlich sofort sehr stark verändert. Sie musste den Vorsitz der von ihr gegründeten Künstlerinnenvereinigung GEDOC abgeben. Die GEDOC ist auf dem Grundgedanken aufgebaut, dass die Künstlerinnen, die ja sonst recht einsam in ihren Ateliers arbeiten, Gemeinschaft finden, gemeinsam stark sind, gemeinsam auch Veranstaltungen auf die Beine stellen. Durch den Naziterror entschied sich Ida Demel letztendlich für den Freitod. Wir fanden es sehr interessant, etwas über Ida Demel zu lernen, damit solche Persönlichkeiten nicht in Vergessenheit geraten.